Ich gucke gerade so ein bisschen in meine Schraubendrehersammlung und finde dabei diesen Präzisionsschraubendreher, den man per Hand bedienen muss. Und ich habe mich früher schon gefragt, ist es nicht viel einfacher, das Ganze elektrisch zu lösen oder geht dabei so ein bisschen das Feingefühl verloren? Ich nutze ja schon echt lange auch Produkte von Fentig und habe zum Beispiel für meinen 3D-Drucker und ich habe auch so ein kleines Schraubendrehset, wo ich zum Beispiel für Laptop-Reparaturen oder Handy-Reparaturen oder ähnliches nutze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer mit den Produkten echt zufrieden. Und als Fentig mich angeschrieben hat und gesagt hat, möchtest du unsere zwei neuen Schraubendreher testen? Zum einen den neuen Fentig Nex E2 Ultra und auf der anderen Seite den Fentig Nex S2 Pro. Da war für mich die Frage gar nicht, will ich das machen? Sondern ich habe mir gedacht, ich probiere die Teile aus. Kann man sie wirklich im Alltag benutzen und braucht man wirklich zwei? Das finden wir heute im Video raus. Und falls du keins meiner Testvideos mehr verpassen willst, lass mir doch jetzt bitte ein Abo auf dem Kanal da. Unter dem Video abonnieren klicken, Glocke aktivieren und gleich mal den Daumen nach oben drücken. Wird mir mega helfen. Danke schon mal an der Stelle. Großer Dank geht natürlich auch an Fentig raus fürs Bereitstellen der Produkte. Somit konnte ich heute das Werbevideo für sie produzieren. Sollte ich Kritik an beiden Geräten haben, hört ihr sie aber natürlich heute im Video. Zu Beginn möchte ich mal die Frage beantworten, warum sollte man sich einen elektrischen Schraubendreher überhaupt kaufen? Ganz ehrlich, ich habe früher auch einfach mit der Hand alles gedreht und es hat ohne Probleme funktioniert. Es gibt aber halt einfach Dinge, wo ich gesagt habe, mir fehlt der richtige Bit und irgendwie ist es halt auch so, wenn man das die ganze Zeit macht, wird es ein bisschen nervig. Wo ich es extrem nervig fand, ist zum Beispiel beim Fahrradmontieren, wenn man zum Beispiel einen Flaschenhalter hinmacht, mit dem Imbusschlüssel das Ganze zu machen. Es ist ein Pain, ich kann es euch sagen. Und ich habe das Ganze auch mal mit den Fentig-Produkten getestet und mein Gott, das hat richtig gut funktioniert. Somit kann ich also sagen, für gewisse Use Cases da draußen lohnt sich definitiv ein elektrischer Schraubendreher. Vor allem für mich im Technikumfeld summiert sich das Ganze halt. Man schraubt irgendwie mal an einem Mini-PC rum oder man wechselt an der Drohne einen Propeller. Es sind halt immer diese ganzen Sachen. Es muss ja nicht immer gleich, dass man irgendwie komplett was auseinander nimmt oder man baut bei den Jungs beim Skateboard irgendwas um oder bei ihrem RCK. Es ist halt einfach die Summe der Schrauben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kommen die Produkte echt wirklich handy daher. Lass uns mal ein bisschen näher ins Detail gucken. Starten möchte ich mit dem Fentig Nex E2 Ultra. Der richtet sich an alle, die sehr viel mit Elektronik oder halt Smart Home Produkten zu tun haben, also Leute, die viel schrauben, vor allem im feinen Bereich. Hier habt ihr definitiv beispielsweise, wenn ihr an SSDs rumschraubt, an Drohnen rumschraubt oder halt zum Beispiel Handys repariert und genau hier spielt er eben seine Stärke aus. Wir haben zum einen eine richtig große Auswahl an Bits, die wir direkt im Gehäuse verbaut haben. Wir haben eine integrierte LED, die gerade bei dunklen Schrauben super einfach funktioniert. Geil ist auch, dass wir eine super gute Verarbeitung haben, das Ganze magnetisch ist und insgesamt einfach einen sehr hochwertigen Eindruck macht. Also das Gesamtpaket ist schon wirklich sehr gut. Und ich kann auch sagen, bei den alten Produkten, die ich von Fentig im Einsatz habe, die sind halt fast täglich im Einsatz und die schauen jetzt immer noch nach all der Zeit wirklich top aus. Also kann man auch sagen, Langlebigkeit ist definitiv gegeben. Wenn es jetzt ein bisschen gröber werden sollte und die Schrauben auch größer werden, dann kommt ein anderer Kollege zum Einsatz. Und zwar der Fentig Nex S2 Pro. Und wie der Name schon sagt, Pro richtet sich an die Pros da draußen. Wenn ihr wirklich mal ans Gröbere gehen wollt, dann könnt ihr mit dem definitiv loslegen. Schön finde ich, dass wir einen Regler haben, wo wir von einer gewissen Stufe bis ganzen 6 Newtonmeter gehen können. Das heißt, wir können damit auch am Fahrrad ohne Probleme Reparaturen oder Verschraubungen durchführen. Beispielsweise eine Handyhalterung habe ich damit festgeschraubt oder die Getränkehalter bei meinem Sohnemann. Das ist auch mit dem Winkel, der dabei ist, also mit diesem Aufsatz, echt ein Segen. Ich sag's euch, mit dem Imbusschlüssel geht das natürlich auch, aber man muss immer ansetzen, dann findet man das nicht richtig, wie es drinnen ist. Es macht einfach keinen Spaß und mit dem Produkt dran machen, draufdrücken, es läuft einfach. Ich habe auch schon mal bei uns an der Türklinke, wo es so ein bisschen geklemmt hat, damit gearbeitet. Also man kann das Produkt auch wirklich bei gröberen Sachen einsetzen. Man muss natürlich auch seine Grenzen kennen, habe ich ja gerade schon gesagt. 6 Newtonmeter reicht aber in der Regel für das meiste komplett aus.
Was ist mir jetzt beim Testen aufgefallen? Gibt es irgendwelche Abstriche, die ich in Kauf nehmen muss, wenn ich beide Produkte nutze? Bei dem einen, bei dem etwas filigraneren, muss ich sagen, finde ich eigentlich nichts besonders schlecht. Die Verarbeitungsqualität ist gut, der Akku hält lange und ich kann damit wirklich super einfach arbeiten. Ich nehme das Produkt gerne in die Hand, es macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Einzige, was ich jetzt nach längerem Nutzen festgestellt habe, ist, dass man am Anfang eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht. Vor allem, wenn man feine Schrauben justieren möchte, muss man erstmal wissen, wann ist fest und wann ist ab. Also drückt nicht so volle Kanne drauf, sondern macht es eher in einer dosierten Variante. Das muss man einfach ein bisschen üben. Das geht mit der Hand deutlich einfacher, weil man die Schraube ein bisschen besser spürt. Das ist aber meine einzige Kritik, die ich jetzt so in der Nutzungsdauer gefunden habe. Bei unserem etwas gröberen, bei der Pro-Variante, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einfach etwas mehr in der Hand, also auch ein bisschen mehr Gewicht. Dafür ist die Handlichkeit dann nicht mehr ganz so gegeben. Hat mich jetzt im Alltag persönlich aber nicht gestört, kann aber bei Stellen, die schwer erreichbar sind, dann wiederum zu Problemen führen. Wie gesagt, ich habe im Alltag jetzt schon damit einiges geschraubt und muss ganz ehrlich sagen, bisher hatte ich damit halt keine Probleme im Alltag, aber es kann halt aufgrund der etwas massiveren Bauweise durchaus sein, dass man halt in schwer erreichbare Stellen nicht mehr reinkommt und da eine kleine Ratsche oder irgendwas bräuchte, die halt definitiv kleiner ist. Insgesamt muss ich halt sagen, beide Geräte haben wirklich ihre Daseinsberechtigung. Der eine eben für die feinen Jobs, der andere für die etwas gröberen. Somit finden sie beide bei mir wirklich Platz in der Schublade und ich möchte sie definitiv nicht mehr missen. Checkt beide Produkte jetzt super gerne aus. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Falls es noch Fragen dazu gibt, natürlich auch gerne damit unten in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti. Tschaußen. Yeah. Ay, coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with? Yeah. 2, 2, 3, 3. I'm on 10 again.